Seid gegrüßt, ihr Helden da draußen. Heute reden wir über den ältesten Bogenschützen im Spiel, und zwar den Kundschafter. Und falls euch solche Klassenvideos gefallen, lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da und drückt mal auf den Abo-Button. Let's go! Kundschafter haben zwar nicht so viel Lebensenergie wie zum Beispiel ein Krieger, dennoch sind sie mit ihrem Ausdauermultiplikator mal 4 sehr gut dabei und können so einiges an Schaden in Kauf nehmen. Sie tragen mittlere Rüstungen in Kombination mit einer Kette, einem Ring und einem Talisman. Und um euren Kundschafter komplett auszurüsten, braucht ihr 9 Gegenstände mit jeweils einem Sockel für einen Edelstein. Und hier ist noch wichtig zu wissen, die Attribute des Edelsteins in eurer Waffe werden mal 2 multipliziert. Des Weiteren kann jeder eurer Ausrüstungsgegenstände ab Level 90 beim Schmied verbessert werden und sobald ihr 1000 Runen im Arena Manager freigespielt habt, auch eine Rune tragen. Gleiches gilt auch für eure Verzauberungen, sobald ihr die Hexe auf Level 66 freigeschaltet habt. Als Kundschafter hat man 25% Schadensreduktion. Und nur zur Erklärung, diese Prozentzahl der Schadensreduktion entsteht immer aus den jeweiligen Rüstungswerten eurer Gegenstände. Und im besten Fall erhöhen diese dann eure Schadensreduktion auf den jeweiligen Maximalwert einer Klasse. Und wie gesagt, beim Kundschafter liegt er bei 25%. Und hier noch eine kleine Faustregel hinterher. Man kann sagen, desto höher eure Rüstung und damit auch eure Schadensreduktion, desto weniger Schaden erleidet ihr dann im Kampf. Als Kundschafter ist es aber durchaus okay, nicht die meiste Lebensenergie zu haben oder nicht die höchste Schadensreduktion, denn ihr habt ja noch ein ganz anderes Ass im Ärmel, und zwar eure Fähigkeit, Angriffen des Gegners zu 50% auszuweichen. Das heißt, dass bei jedem Angriff eures Gegners diese Fähigkeit getriggert werden kann, und das heißt, dass ihr dann ausweicht und keinen Schaden bekommt. Hier müsst ihr aber wissen, das Ganze funktioniert im Kampf gegen jede Klasse, bis auf den Magier, denn der ignoriert eure Fähigkeit. Wenn ihr jetzt nur ausweichen würdet, dann wäre das ja ein wenig langweilig, denn ihr müsst ja irgendwie auch gucken, dass ihr austeilt. Und da kommt eure Fernkampfwaffe ins Spiel. Diese hat immer das Zweifache an Attributen im Vergleich zu euren anderen Ausrüstungsgegenständen. Dafür kostet sie euch aber im Falle einer Zerlegung beim Schmied 2 Zerlegungspunkte, was das Doppelte einer Zerlegung von einer Nahkampfwaffe ist. Insgesamt hat der Kundschafter eine maximale Chance von 50% für kritische Treffer. Diese skaliert aber allerdings mit der Höhe eures Glücksattributs. Kundschafter besitzen das Hauptattribut Geschick, und auf dieses solltet ihr zusammen mit eurer Ausdauer euren Fokus legen. Euer Hauptattribut ist einer der wichtigsten Faktoren für euren Schaden. Und eure Ausdauer sorgt dafür, dass eure Lebensenergie steigt. Eure optimale Trankwahl beruht ebenfalls auf diesen beiden Attributen. Damit ihr mit eurem Kundschafter den größtmöglichen Erfolg erzielen könnt, trinkt ihr am besten einen Geschickstrank, um euren Geschickswert zu boosten, einen Ausdauertrank, um eure Ausdauer voranzutreiben, und einen Trank des ewigen Lebens, um eure Lebensenergie nochmal um 25% zu erhöhen. Jetzt müssen wir noch über die Größe eurer Tränke sprechen, und dazu muss man wissen, dass ihr zu Beginn eurer Reise im Zauberladen kleine Tränke finden könnt. Diese boosten euren jeweiligen Wert um 10%, ab Level 15 gibt es dann 15% Tränke, und habt ihr Level 32 erreicht, könnt ihr große Tränke finden, diese geben euch 25% auf den jeweiligen Wert. Bei eurer Skillung können Stärke und Intelligenz sekundär behandelt werden, denn dort sprechen wir von euren Nebenattributen. Diese helfen euch aber im Kampf gegen Klassen, die diese Attribute als Hauptattribut haben. Heißt, euer Stärkeattribut hilft euch zum Beispiel gegen Krieger und Intelligenz hilft euch zum Beispiel im Kampf gegen Magier. Ein weiteres Attribut, was ihr sekundär behandeln solltet, ist euer Glückswert. Der Kundschafter gilt als Allround-Talent, denn er ist eine Superklasse im PvE und im PvP-Bereich des Spiels. Das liegt vor allem an seiner Fähigkeit, denn wenn ihr Glück habt, kann diese ziemlich oft in einem Kampf triggern, wodurch eure Chancen gegen einen Gegner zu gewinnen sehr hoch sind. Allerdings ist das auch nicht konstant der Fall, denn wenn ihr mal nicht ausweicht, dann kann das für euch ganz schön böse enden. Ihr müsst also immer wieder Abweichungen einkalkulieren, aber wenn es läuft, dann läuft's. Und wie eben schon angesprochen, im Kampf gegen Magier könnt ihr euch natürlich nicht auf euer Ausweichen verlassen. Dort müsst ihr mit eurem Gesamtpaket aus Stats, Rüstung, Runen, Verzauberung,
etc. überzeugen. Und auch im PvE-Bereich des Spiels, also in den Dungeons, kann ein Magier eine ziemlich harte Partie werden. Dort müsst ihr aber einfach ein bisschen Geduld haben, bis ihr dann über diese Gegner hinauswachst. So Leute, das war's mit unserem Klassenprofil zum Kundschafter. Falls euch solche Videos gefallen, lasst uns gerne einen Daumen da und drückt mal auf den Abo-Button und checkt unbedingt mal die Playlist in der Videobeschreibung aus. Dort könnt ihr euch die Profile zu den anderen Klassen angucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Man sieht sich bald auf diesem Kanal in einem neuen Video. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.